Ich meine es ernst, ne? Die leben irgendwo in einem Dorf und bekommen nur das Schlechte. Niemandem dankbar sein, um hier leben zu dürfen, weil das ist nicht euer Land. Ihr kommt aus Deutschland, richtig, so wie ich aus Tschetschenien komme. Ich kann aber auch nicht entscheiden, ob du in Tschetschenien leben darfst oder nicht. Fragt oder nicht? Ja. So, ich habe... Welcome to Clippo 313. Viel Spaß beim Video. Tagtäglich sitze ich in meinem Handy, lese Kommentare. Die sollen sich benehmen, wenn die in unserem Land sind. Ne? Dein Kommentar zum Beispiel. Mareike, 34, geschieden, ein Kind, das im Heim aufwächst, Hartz-IV-Empfängerin. Die sollen sich benehmen, wenn die in unserem Land sind. Mareike, das ist nicht dein Land. Du hast überhaupt nicht 1% zu entscheiden, ob ich hier bin oder nicht. Und ich muss dir nicht 1% dankbar sein, hier zu sein. Und ich muss dir und deinen Vorfahren und allen, die du kennst, nicht dankbar sein. Okay? Ich muss niemandem dankbar sein, um hier leben zu dürfen, weil das ist nicht euer Land. Ihr kommt aus Deutschland, richtig, so wie ich aus Tschetschenien komme. Ich kann aber auch nicht entscheiden, ob du in Tschetschenien leben darfst oder nicht. Fragt oder nicht? Ja. So, ich habe nicht das Recht zu entscheiden, wer da lebt oder nicht. Dass man möchte, dass man sich in dem Land, wo man herkommt und aufgewachsen ist und seine Wurzeln hat, benimmt, Ja. ist vollkommen verständlich. Ja. Lassen wir so stehen. Aber bitte wacht aus dieser Traumwelt auf, dass ihr denkt, dass ihr zu entscheiden habt, wer hier lebt und wer nicht, und dass man euch irgendwie dankbar sein muss. Niemand muss euch dankbar sein dafür, oder keiner sollte sich dafür bedanken, dass er hier leben darf bei irgendeinem Deutschen. Weil, wenn es nach denen geht, dürft ihr gar nicht leben. Weißt du, ich meine so? Ja. Wenn es nach denen geht, die wollen euch ja nicht haben. Also Ja, aber nicht alle. natürlich nicht alle, darum geht es ja nicht. Ich meine, wenn es nach denen geht, die das kommentieren. Ach so, ja. Die schreiben raus hier und so. Die wollen dich ja nicht hier haben. Also, ich will aus der Traumwelt raus. Und dann gibt es ein Beispiel, zum Beispiel, ich rede halt sehr, sehr offen und ich weiß auch trotzdem auf, weil Ich werde dir gleich auch was dazu sagen. Ich weiß, in deiner Community ist es so, Bruder, wenn ich jetzt alles sage, was ich denke, werden die das auch auf dich beziehen. Und das möchte ich nicht, weil ich meine, dass die Kopfverletzen machen und sowas. Das ist ja nun mal so, ne? Manchmal kann man einfach nicht alles aussprechen, was man möchte. Und das ist auch manchmal in gewissen Fällen vorteilhaft. Ne? Vielleicht besser. So, vielleicht besser. Es gibt ja tatsächlich auch Menschen auf der Welt, also in Deutschland gibt es ja wirklich Menschen, ich meine es ernst, ne? Die leben irgendwo in einem Dorf und bekommen nur das Schlechteste der Schlechten mit und sind davon überzeugt, ne? Dass alle von uns sich gleich benehmen. Alle von uns sind gleich. Ja. Und deren Bild von uns ist ja wirklich kein Spaß. In deren Bild von uns ist, wir sind hier, ne, asozial, benehmen uns nicht, machen das, machen das. Ich frage mich nur, was diese Menschen wirklich von uns denken würden, wenn wir uns, und das ist noch nett ausgedrückt, 5 Minuten, mach einen Timer, 5 Minuten, und das, was die von uns denken, so benehmen wir uns mal. Ob es noch Fläche zum Leben geben würde, wenn man so wäre. Das, weißt du, ich meine? Guck mal, aber soll ich dir sagen, woran das liegt, ist sehr einfach zu erklären. Und das ist dein Leben, das ist auch mein Leben, und das Leben haben sehr, sehr viele Jugendliche, Menschen mit Migrationshintergrund in Deutschland. Das sind zwei verschiedene Welten. Guck mal, ich nenne dir ein Beispiel. Als ich früher in Clubs gehen wollte, bin ich nicht reingekommen. Die haben einfach gesagt, nee, geschlossene Gesellschaft, ihr nicht. Wir kamen nicht in die Clubs rein. Wenn du erfolgreich wirst, egal ob die gleichen Leute, die dich früher nicht reingelassen hätten, kommen heute und geben dir Geld, sagen, bitte komm in meinen Club. Okay? So, Punkt 1. Punkt 2, die Levels werden anders. Zum Beispiel, früher kam ich in die Diskothek nicht rein. Heute mache ich Musik und meine Musik wird nicht so, manchmal eckig ein bisschen an, und dann wirst du nicht platziert da, dann wirst du nicht da platziert. Ja. Das ist genau das gleiche Prinzip. System, ja. Warum das aber alles passiert ist, weil die nicht in unserem Kopf sind, die wissen nicht, was wir durchgemacht haben, die wissen nicht, warum wir sind, wie wir sind. Warum sind manche Menschen, sage ich mal, ein bisschen direkter, ein bisschen vielleicht impulsiver und so weiter. Du weißt doch nicht, was die durchgemacht haben in dem Leben. 100%. Und es ist eine mehrere Klassengesellschaft hier in Deutschland. Es gibt Ghettos. Früher, ich weiß noch, vor ein paar Jahren haben alle mal gelacht, Deutschland, Ghettos, Deutschland, Ghettos, Deutschland. Jede Woche hast du eine Haut abgeknallt. Jede Woche. Hamburg, Berlin. Messerstechereien, dies, das. Das heißt, heute ist das Realität. Aber Bruder, du kannst ja so einer Politikerin oder einem Politiker ich mache da jetzt keinen direkten Vorwurf, weil wenn die irgendwelche Beschlüsse macht,
Die hat doch gar keine Ahnung, was da abgeht. Die wird doch nicht einmal da reinlaufen. Die wird doch nicht einmal da über die Straße laufen, sondern die sind schon gut situiert, seitdem die jung waren. Die waren auf Internaten, die haben eine Hochschule besucht, die waren immer mit anderen Kreisen unterwegs. Das heißt, die können doch gar nicht mitreden. Bruder, zu dem Thema ganz schnell. Du hast es perfekt beschrieben, aber wir müssen noch eine Sache kurz klarstellen, bevor die Leute mich ganz falsch verstehen. Ich will diese Leute, die meinen, die es hier wirklich gibt, ne, auch raushaben. Ich kann auch nicht mehr unsere Ausländer sehen, die an Bahnhöfen chillen und die sich wie der letzte Dreck benehmen. Weißt du, ich habe doch selber keinen Bock auf die. Die denken ja, dass wir Bock auf die haben. Oder du hast eine Sache gesagt am Anfang, da wollte ich direkt ansetzen. Es gibt zwei Welten. Es gibt immer uns, die Steuerzahler, die sich Benehmer, die eine harte Kindheit hier hatten, weil wir uns alles aufbauen mussten. Aber wir haben es geschafft. Wir sind jetzt hier, wir können sprechen besser Deutsch als Einheimische, ne? Wir können uns artikulieren in jeglicher Form. Ja. Wir zahlen Steuern, wir verdienen Geld, wir sind ein Teil von diesem Land. Ne? Und das ist ja, das passt ja alles. Und dann gibt es die uns gleichgestellt werden. Also haben wir 3 Welten mittlerweile sogar. Ja, crazy. Wir sind ein Hybrid jetzt irgendwo. Eigentlich sind wir schon weiter als viele, sag ich mal, die Normalverdiener, Steuerzahler sind. Ich will das jetzt nicht abwertend sagen, aber so erfolgreicher als viele andere. Aber für die sind wir dann doch noch immer noch das gleiche. Das ist ja das Problem, Bruder. Die gleiche Schublade. Versteh mich nicht falsch, Bruder. Das muss man ja auch nicht irgendwie verschönern. Verschönern oder das irgendwie kleinreden. Bruder, du wirst keinen normalen 3 Mille netto verdienenden Mann treffen, der die Uhr trägt, die du anhast. Oder die ich anhabe. Nur ein Beispiel. Auch wenn es 3 Mille netto sind, zahlst für eine Wohnung, die vernünftig aussieht, eine 3-Zimmer-Wohnung, irgendwo in einer Kleinstadt, vielleicht 1,1, ne, die schön ist. Für hier in Düsseldorf zahlst du 1,5 aufwärts zu einer Wohnung. Hast du eine Partnerin, hast du da deine 3 Mille netto, ihre 2,5 oder 3, was nachher 6 raus. Zahlst du 1,5 Miete, zahlst du dein Auto, zahlst du E-Autos und das sind wir schon bei, keine Ahnung, ne, 2,5, ne, mit Versicherung, mit allem drum und dran, mit Tank. Zahlst du Einkauf monatlich 1.000 Euro, Bruder, jetzt, auch wenn ihr zu zweit seid, der Einkauf ist geisteskrank teuer geworden. Hast du ein bisschen bei 3,5, hast du 2,5 knapp zum Leben, Bruder. Rechnung nochmal Internet, das, alles Verträge hin und her, vielleicht deren laufenden, was weiß ich, das Kredit, Vertrag, irgendwas. Also Bruder, das ist ja Fakt. Oder es ist hart. Fakt ist, dass es allgemein sehr hart geworden ist. Die Lebensmittel werden teurer, Unterhaltskosten werden teurer, die Menschen verdienen aber nicht mehr Geld. Ja. Also es wird immer, und was passiert? Dadurch werden Menschen wütend, Bruder. Normal. Weil die denken sich, ey, woran liegt das? Die kommen aber nicht auf die Idee zu überlegen, dass es ganz andere Ursachen hat, sondern es wird immer auf das schwächste Glied oder auf das, was, verstehst du? Das ist normal, Bruder. Die kriegen Hartz IV, Junge, eure Leute kriegen mehr Hartz IV als unsere Leute. Beispielsweise, sag ich mal so. So.